Hallo und herzlich willkommen bei Berlin erleben. Mein Name ist Michael Rost, Gästeführer aus Leidenschaft in Berlin und mit derselben Begeisterung seit einiger Zeit YouTuber. Heute gibt es mal kein Video zu Berlin und seinen Sehenswürdigkeiten, sondern ich möchte so ein bisschen Rückschau halten auf das erste Jahr YouTube, auf die Entwicklung meines Kanals und das Ganze teilen. Was hat mich überrascht, was habe ich gelernt und wofür bin ich dankbar? Und dankbar bin ich natürlich für alle, die meine Videos schauen, die meinen Kanal entdeckt haben und unterstützen, also für dich. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal das Du. In den Kommentaren gibt es immer so eine Mischung aus mal sie, mal du, aber das Du fühlt sich irgendwie näher an und ich fühle mich jetzt mit der Zeit auch meinen Zuschauern verbunden durch viele regelmäßige Kommentare und ich fühle mich ein bisschen jünger, wenn ich mit Du angesprochen werde und ich hoffe, das ist okay. Ja, vielleicht schreibst du auch einfach mal in den Kommentar, wie lange du schon dabei bist und wie viele Videos du schon geschaut hast. Das würde mich wirklich interessieren, das fände ich sehr spannend. Wie hat nun alles angefangen? Begonnen habe ich im Spätherbst 2020, also schon ein bisschen über ein Jahr, als keine Führungen aufgrund der Corona-Situation mehr erlaubt und möglich waren und ich mir so ein anderes Betätigungsfeld gesucht habe. Und zunächst mal habe ich mich auf YouTube selber umgeschaut, was es so an Videos zu Berlin, zu anderen Städten gibt. Und es gibt eine Menge Walking-Kanäle. Eigentlich zu jeder Stadt auf der Welt kann man inzwischen Videos finden, wo Menschen mit dem Gimbal und dem Smartphone oder mit der GoPro durch ihre Stadt laufen, das Ganze filmen, hochladen. Und man hat so als Zuschauer den Eindruck, man ist selber so in diesen Städten unterwegs. Das ist also eine neue Art, die Welt zu erkunden. Und ich habe mir gedacht, was die können, kann ich auch. Und habe also begonnen zu filmen und hatte auch gedacht, ich kann es vielleicht ein bisschen besser, weil ich habe ja den Blickwinkel des Gästeführers. Und ich sehe, was links, rechts zu zeigen ist, oder ich weiß das, wie ich das auch erklären würde. Und ja, es hat anfangs sehr viel Spaß gemacht, nur mit der Zeit fand ich meine Videos dann selber langweilig, ohne Kommentar. Also habe ich begonnen zu kommentieren, mit überraschendem Erfolg für mich. Also die ersten beiden Videos zum Humboldt-Forum, zum Berliner Schloss, sind sehr viel geguckt worden. Es gab sehr, sehr viele Kommentare und auch deutlich mehr Abonnenten. Also Anfang Dezember hatte ich noch so 20 und ich muss gestehen, die habe ich alle selber angesprochen und gebeten, meinen Kanal zu abonnieren. Und Ende Dezember waren es dann schon ein paar hundert. Also war für mich klar, ich mache weiter mit kommentierten Videos und ich habe versucht, so viele kommentierte Videos wie möglich zu erstellen. Das ist dann aber natürlich eine Zeitfrage. Also wenn man so ein Walking-Video macht oder wenn ich ein Walking-Video mache, dann schaffe ich das schon mal in 5 Stunden. Also ich gehe filmen, komme nach Hause, lade das rüber an den Computer, schneide ein bisschen, lade es hoch und trage noch ein bisschen YouTube ein und fertig ist das Ganze. Gut, jetzt bei den letzten Fahrradvideos habe ich noch die ganze Zeitleiste ausgefüllt mit den einzelnen Gebäuden und Orten, die da zu sehen waren. Das dauert dann noch mal 2 Stunden länger. Aber das geht relativ flott und in einem Tag ist es auf jeden Fall erledigt. Wohingegen, wenn ich so ein kommentiertes Video mache von 10, 20 Minuten, dann brauche ich schon mal 5 Tage. Hatte ich anfangs auch gar nicht gedacht, aber die Recherche braucht Zeit. Dann muss ich den Text schreiben, nochmal Bilder raussuchen zusätzlich, alte Karten, um das Ganze zu untermalen. Und der Text will geschrieben und eingesprochen werden. Und der Schnitt ist natürlich auch wesentlich schwieriger, den Ton und die Bilder in Einklang zu bringen oder dauert auf jeden Fall länger. Und damit stand ich so ein bisschen vor einem Dilemma. Ich habe ja viel mehr gefilmt, als ich dann verarbeiten konnte, weil überall gibt es Dinge, die ich zeigen wollte. Und im Endeffekt habe ich dann so einen Kompromiss für mich geschlossen. Also ich mache beides. Ich lade so viele kommentierte Videos hoch, wie ich schaffe. Und daneben dann auch das Bildmaterial, zu dem ich noch nicht gekommen bin bisher. Und ich versuche das Ganze zu trennen. Also ich habe das eine unter Berlin erklärt und das andere unter Berlin Impressionen, damit meine Zuschauer auch sofort sehen können, okay, das ist mal wieder ein kommentiertes Video, falls
sie die anderen langweilig finden. Und wer beides sehen will, kann sich das eben auch anschauen. Und mich würde auch interessieren, wie das für dich ist. Also schaust du nur die Kommentierten oder beides? Oder sollte ich nur Kommentierte machen und die anderen lieber weglassen? Also für Resonanz, für Rückmeldung bin ich auch in dem Fall sehr dankbar. Was hat mich dann noch besonders überrascht? Also einmal hatte ich ja schon gesagt, diese Videos zum Schloss, die so gut gelaufen sind, viel, viel besser, als ich je erwartet hatte. Dann auch das Video zur Europa City. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so viel Resonanz hat. Das ist das Video, was mir, glaube ich, bisher über 700 Abonnenten eingebracht hat. Also am meisten von jedem einzelnen Video überhaupt. Gab es auch eine kleine Enttäuschung? Ja, vielleicht eine ganz kleine. Und zwar hätte ich erwartet, dass es mehr Resonanz, mehr Aufrufe von meinem Video zu Bruno Taut und der Gartenstadt Falkenberg gibt, zu der sogenannten Tuschkastensiedlung. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich mich dieses Jahr ziemlich intensiv mit den Siedlungen der 20er Jahre nochmal beschäftigt habe. Also ich habe selber Führung in Live machen dürfen im September zum Tage des offenen Denkmals zur Ringsiedlung in der Siemensstadt. Und wie gesagt, in dem Rahmen habe ich mich da intensiver mit beschäftigt und hätte jetzt erwartet, das interessiert andere auch so stark. Ist aber nicht ganz der Fall. Ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Randthema. Und ich werde trotzdem weitermachen, noch die anderen Siedlungen vorstellen, weil es mich einfach sehr stark interessiert. Aber ich bin natürlich auch immer daran interessiert, Videos zu machen, die du sehen wollt oder willst. Und von daher gerne immer reinschreiben, zu welchem Thema ich noch ein Video machen könnte. Vielleicht auch hier in den Kommentar, welche Themen dich interessieren, wozu du gern mehr wissen möchtest. Und auch alle möglichen Arten von Rückmeldung, was anders sein könnte, was gut ist, was nicht so gut ist. Also für Resonanz, für konstruktive Kritik bin ich immer dankbar. Ja, das war jetzt so ein kleiner Rückblick und ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil das ja so ein reines Redevideo ist. Also nochmals vielen Dank für jegliche Art der Unterstützung. Es wird noch ein weiteres Video geben zu dem, was ich für das nächste Jahr plane. Also ich werde auf jeden Fall weitermachen, weil mir das wirklich so viel Spaß macht. Und auch das möchte ich so ein bisschen teilen, was ich für neue Ideen habe. Das kommt aber in einem nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank.